Was wird aus jemand mit großen Ohrläppchen? Fujiyama, Falke und Aubergine haben etwas gemeinsam. Ein Geheimtrick, um Erkältung loszuwerden? Japaner reden im Alltag über solche seltsamen Dinge. Hier erfahrt ihr, was für Aberglauben in Japan üblich sind und woher sie stammen. Japaner erklärt. Aberglaube Teil 1. Wer abends die Nägel schneidet, kann die letzten Stunden ihrer Eltern nicht begleiten. Sowas sagt man in Japan. Ist das ein Aberglaube oder was ist das überhaupt? Und hat das irgendeinen vernünftigen Grund? Eigentlich nicht. Das Schneiden von Nägeln in der Nacht wird dann auf Japanisch Yoru tsume o kiru gesagt. Yoru tsume für abends bzw. Nacht und Nägel. Und das wird auch Yosume genannt. Und Yosume hört sich so an wie Yosume. Ja, klingt gleich, aber das wird halt mit anderen Kanjis geschrieben und das bedeutet dann das Verkürzen von Lebenserwartung. Sprich, dadurch stirbt man früher als ihre Eltern. So der Grundgedanke. Der vernünftige Grund bzw. der Hintergrund dieser Geschichte könnte sein, dass vor ein paar hundert Jahren, als es noch keine vernünftigen Lichter gab, die Hygienearbeit solcher Art im Dunkeln sehr gefährlich werden konnte. Also man hat sich dann verletzt und es kommt zu einer bakteriellen Infektion, was schnell tödlich werden konnte. Daher sind viele gestorben, die zum Beispiel abends Nägel geschnitten haben und das führte zu diesem Glaube, wer abends Nägel schneidet, stirbt recht früh. Sowas hört man in Japan oft und es werden jetzt gleich noch weitere vorgestellt. Einfach japanisch. Viele Kinder glauben heute noch, dass man die Daumen verstecken soll, sprich so ein bisschen Daumen drücken, wenn man einen Leichen- bzw. Bestattungswagen sieht. Hat das überhaupt einen vernünftigen Grund? Eigentlich nicht, mal wieder nicht. Und auch mal wieder vor ein paar hundert Jahren, als die Wissenschaft noch nicht so weit war, glaubt man einfach, dass die Seelen der Toten noch im Körper steckten. Und diese Seelen der Verstorbenen könnten dann hier zwischen dem Nagel und dem Finger vom Daumen hier hineindringen in den Körper der lebenden Personen. Und das wollte man nicht. Daher sollte man die Daumen verstecken. Ich meine, prinzipiell ist es ja auch so, wenn die Seele wirklich so fein ist, dass sie hier zwischen hineindringen kann, ist es eigentlich egal, ob man so die Hand hält oder so ganz offen. Sie wird schon in der Lage sein, hier dann irgendwie reinzudrängeln. Aber so hat man früher wahrscheinlich nicht gedacht. Einfach japanisch. Die Zahlen 4 und 9 bringen Unglück. Das hat auch zumindest im Japanischen dann ja so einigermaßen plausible Gründe. Weil Japanisch ist eine Sprache mit zahlreichen Homonymwörtern, sprich gleichklingende Wörter mit anderen Bedeutungen. Also im Deutschen wäre das zum Beispiel die Bank oder die Mutter. Hat ja mehrere Bedeutungen, die komplett anders sind. Nur im Japanischen gibt es sehr viele davon. Und das Zeichen für 4, Jung, kann auch Shi gelesen werden. Und Shi klingt genauso wie der Tod. Ähnlich wie bei 9, Q oder Ku. Das könnte auch die Qual oder Leid sein. Daher wollte man diese Zahlen vermeiden. Es gibt immer noch so ältere Hotels oder Krankenhäuser, die zum Beispiel die Zimmernummer mit einer 4 oder sogar die ganze Etage 4 verstecken. Also dann heißt es dann wirklich nur erste Etage, zweite Etage, dritte Etage, fünfte Etage, sechste Etage und so weiter. Oder halt Zimmer 101, 102, 103, 105. Ich persönlich würde eigentlich mir denken, wenn irgendeine Zahl ausgelassen wird, muss das irgendeinen schrecklichen Grund haben und man denkt dann noch mehr drüber nach. Aber so haben Leute damals nicht gedacht und viele ältere Leute wollen das immer noch vermeiden. Es ist aber schon wahr, dass sehr viele Leute großen Wert auf das Zeichen, das Omen legen und ja sowas zu vermeiden, um so wenig Leute wie möglich zu verunsichern oder zu verletzen. Man denkt sehr viel an andere Leute. Von diesem Vermeiden der Unglückszahlen haben schon viele gehört, aber es ist wirklich nicht so, dass die Japaner wirklich um jeden Preis sowas vermeiden wollen. Das stimmt nicht. Zum Beispiel habe ich vor einigen Jahren von ein paar Leuten gehört, dass Sony zum Beispiel keine Fortsetzung der PlayStation 3 rausbringen wird, denn die Zahl 4 bringt Unheil. Daher heißt es dann entweder, das wird dann gleich PlayStation 5 oder sie bekommt einen ganz anderen Namen. Aber wie wir alle wissen, es gibt die PlayStation 4. Okay, mittlerweile die PlayStation 5, aber die ist so semi-existent. Ach, egal. Das ist ein ganz anderes Thema. Muss ich auch nicht hier sagen. Auf jeden Fall ist Japanisch eine Sprache mit unglaublich vielen homonymen Wörtern. Also wie gesagt, gleichklingend, aber ganz andere Bedeutung. Neben dem Beispiel mit den Zahlen gibt es auch zum Beispiel das Wort
Hashi. Als Hiragana sieht das so aus und das könnte Folgendes bedeuten: Stäbchen, Brücke oder der Rand. Die Aussprache ist natürlich ein bisschen anders, aber wenn man das nur schriftlich sieht, macht es überhaupt keinen Unterschied. Man wird auch noch oft verwirrt. Aber wenn man halt den eigenen Wortschatz erweitert und auch die Kanji-Zeichen lernt, versteht man auch die Sprache deutlich besser. Beispielsweise das Wort Ichigo Ichie ist ja mein Lieblingswort, erwähne ich auch überall, also dass man halt in jedem Moment schätzen soll. Und die erste Hälfte, Ichigo, da denken viele Leute, okay, das habe ich gelernt. Ichigo heißt Erdbeere. Ist es nicht. Das heißt eine Gelegenheit. Um solche Verwirrung zu vermeiden, ist es auf jeden Fall hilfreich, dann so einen Wortschatz zu erweitern. Dann erfährt man auch mehr von der Kultur und man speichert ja auch in sich. Man versteht das ganze Land besser. Und wie lernt man sowas überhaupt? Ja, genau. Das wisst ihr auch bestimmt, vor allem die Leute, die auch mein anderes Video gesehen haben. Man muss motiviert dranbleiben, immer am Ball bleiben und auch ein kleines bisschen weiter lernen, um etwas voranzukommen. Und zu diesen Zwecken empfehle ich die App Busuu. Das Lernen von Kanji-Zeichen kann natürlich einen überwältigen. Es sieht einfach komisch aus und man versteht da gar nichts, aber es werden da Fotos eingesetzt, die so ähnlich aussehen und so kann man sich die Kanji-Zeichen sehr gut einprägen. Und mit der Funktion Lernplan von Busuu kann man halt das große Ziel in kleine Mikrozielen aufteilen, dass man das Gefühl hat, man kommt immer ganz gut voran. Und was ich persönlich sehr nice finde bei Busuu ist, es gibt da nämlich einen neuen Manga-Kurs. Es werden viele Manga-Sketches gezeigt, da werden wirklich Situationen dargestellt, die im Alltag vorkommen in Japan. Sprich, man lernt dann Sätze, die wirklich praktisch sind. Und das finde ich einfach mega. Und schon immer glänzt ja auch Busuu mit der Funktion, Quasi-Tandem zu machen. Sprich, ihr korrigiert die Texte anderer Leute, die eure Sprache lernen, und im Gegenzug korrigieren die Japanisch Sprechenden eure Texte, die ihr geschrieben habt. Dadurch lernt ihr sehr schnell, was Japaner wirklich im Alltag einsetzen. Und diese Funktion zur gegenseitigen Korrektur wird auch tatsächlich von sehr vielen Leuten eingesetzt. Und das ist ein sehr gutes Tool, was man immer bei sich haben kann und was euer Japanisch Lernen immer ein bisschen voranbringt. Und den Link zu Busuu findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr könnt dann kostenlos starten und die ganzen Premium-Funktionen könnt ihr sogar 7 volle Tage testen. Viel Spaß damit! Damit werdet ihr Japanisch und die japanische Kultur noch viel besser verstehen. Wollt ihr noch mehr über Busuu wissen? Kein Problem, da könnt ihr mein 30 Tage Selbstexperiment Mein Leben mit Busuu checken. Und weiter geht's. einfach Japanisch. Man wird krank, wenn man japanische Mispeln im Garten einpflanzt. Die japanische Mispel gehört zu den typisch japanischen Früchten, die die Japaner auch im Alltag essen. Doch da gibt es auch den Aberglaube, dass das Einpflanzen von Mispeln im Garten Leute krank macht. Nur die Realität sieht ganz anders aus. Das hat überhaupt keinen Einfluss und das macht die Menschen überhaupt nicht krank. Aber der Grund für diesen Aberglaube ist zumindest etwas plausibel. Denn die Blätter der Mispeln wurden früher als Heilkraut eingesetzt. Daher haben viele Ärzte oder Krankenhäuser oder ähnliche Einrichtungen ganz viele Mispeln eingepflanzt. Nur unglücklicherweise haben Leute einfach geglaubt, Mispeln haben irgendwas mit einer Krankheit zu tun. Daher entstand die Verbindung Mispel gleich Krankheit, also wer Mispeln zu Hause einpflanzt, wird krank. einfach Japanisch. Großes Ohrläppchen bringt Glück. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Der gute Gott Daikoku, einer der 7 Glücksgötter, der sieht so aus. Jupp, der hat ganz große Ohrläppchen. Also muss jemand mit großen Ohrläppchen reich und glücklich sein. Klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber irgendwie finde ich das auch süß, dass Leute auch daran glauben. Man wird aber nicht glücklicher, wenn man halt später das Ohrläppchen dann richtig zieht und dadurch größer macht. Aber es soll zumindest, wenn man so daran zieht und drückt, gut für den Körper sein als Massage. Vielleicht wird man auch dadurch glücklich. einfach Japanisch. Weiße Schlangen bringen Glück. Schon seit Hunderten von Jahren gilt die Schlange als Bote Gottes. Es gibt auch zahlreiche Schreine, in denen Schlangen angehimmelt werden. Bei der Ursache gibt es mehrere Theorien. Die eine sagt, dass Schlangen einfach Glück bringen, denn die haben Ratten gefressen und die Ratten waren ja das gefährliche Wesen, das die Ernte der Menschen zerstört hat. Dadurch hieß es, dass Familien, die Schlangen haben, einfach schneller reich wurden. Vor allem wurden weiße Schlangen stärker angehimmelt, aber das hat einfach damit zu tun, dass die weißen Schlangen seltener sind. Quasi so Ultra Rare Card bei Yu-Gi-Oh! Was seltener ist, wird einfach teurer. Außerdem waren Schlangen auch die Boten der Benseiten.
eine der 7 Glücksgötter. Und so glaubte man, dass Schlangen ähnliche Kräfte besitzen wie die Benseiten selbst. Und in Japan findet man hier und da so Mini-Schlangenfiguren, die man zum Beispiel ins Portemonnaie packt. Das ist sozusagen ein Glücksbringer und der sollte ganz viel Geld in die Geldbörse bringen. Im seltenen Falle gibt es auch Leute, die echte Schlangenhaut, also nach der Häutung, reinlegen, weil das soll ja Glück bringen. Das finde ich ein bisschen skurril, aber manche machen das wirklich. Und jetzt zum Aberglaube, der wirklich weit verbreitet ist. Wer seine Erkältung weitergibt, wird schneller fit. Also wenn ich andere Leute infiziere, werde ich dadurch gesünder. Ist einfach ein totaler Unsinn. Das ist einfach eher so ein psychologischer Trick irgendwo. Man ist ja meistens nicht mehrere Jahre erkältet. Also meistens wird man dann ein paar Tagen gesünder. Und es gibt ja auch sowas wie die Inkubationszeit. Selbst wenn man angesteckt wird, wird man nicht sofort krank, beziehungsweise die Symptome tauchen ja nicht sofort auf. Zum Beispiel nach 2-3 Tagen erst oder so. Und in den 2-3 Tagen bist du schon fitter geworden. So glaubten einfach Leute, oh, ich werde gesund, weil ich habe andere Leute angesteckt. Ja, IQ 200. Perfekt. Und zum Schluss noch ein ganz bekannter Aberglaube. Wer zum Jahresanfang über Fujisan, Adler oder Aubergine träumt, wird dann glücklich in diesem Jahr. Diese 3 Sachen sollen Glück bringen, heißt es. Auf Japanisch heißt es dann Ichi Fuji Nitaka San Nasubi. Erst Fuji, an 2. Stelle Adler und an 3. Stelle die Aubergine. Auch hierzu gibt es kein klarer, 100%ig akkurater Ursprung, aber sehr wahrscheinlich kommt das von Ieyasu Tokugawa, der Shogun aus dem 16. Jahrhundert. Er hat mal an einem Tag aufgezählt, was für sein Land am wichtigsten ist. Und sein Land war in Suruga-no-kuni, heute die Präfektur Shizuoka. Und natürlich war Fujisan das wertvollste, das wichtigste Ding. Und an der 2. Stelle der geniale, großartige, glorreiche, edle Adler auf dem Berg Fuji. Und dann kam noch die Spezialität von Suruga-no-kuni, also Präfektur Shizuoka, die Aubergine. Diese 3 waren damals wohl die 3 besten Sachen des Landes gewesen. Und daher soll es Glück bringen, wenn man davon träumt. Eine andere Theorie sagt, dass bei dem Adler nicht das Tier gemeint ist, sondern der Berg Ashitakayama. Die Kanji-Zeichen, die dafür eingesetzt wurden, sehen so aus. Es sind 3 Zeichen für die Liebe, für den Adler und für den Berg. Und daher könnte der Adler einfach nur das Symbol für diesen Berg sein. Und es gibt noch eine Theorie zu diesem Thema. Dabei handelt es sich um ein Wortspiel mit den gleichklingenden Wörtern. Denn Fuji klingt ja so viel wie Fushi, die Unsterblichkeit. Taka könnte was mit der Höhe zu tun haben und das Zeichen Höhe stand auch für edel. Also wurde damit die vielversprechende Zukunft angedeutet. Und die Aubergine, Nasu, kann man auch mit anderen Kanji schreiben. So und Nasu mit diesem Kanji-Zeichen bedeutet dann etwas vollbringen. Also, es waren 3 Wörter, die wirklich positiv waren. Ja, das waren die bekanntesten Aberglauben aus Japan. Sowas könnte einerseits witzig sein, aber andererseits auch interessant, um die historischen Hintergründe und die Entwicklung von Land Japan kennenzulernen. Solche Aberglauben können echt Geschichten erzählen und machen das Land Japan noch viel verständlicher, finde ich zumindest. Es gibt ja noch weitere Geschichten und Aberglauben und vieles mehr. Wollt ihr mehr von solchen Aberglauben hören oder bestimmte Mythen aus Japan? Habt ihr irgendwelche Anregungen? Schreibt bitte alles in das untere Kommentarfeld hinein. Hinterlasst mir gerne Likes und auch Abos natürlich, weil ich weiß, dass die Hälfte von euch noch nicht abonniert haben. Erwischt. Nein, also müssen tut ihr es wirklich nicht, aber nur wenn ihr Bock habt und sagt, okay, das Video war cool und ich will noch weitere Videos von Iro sehen. Macht mich auf jeden Fall froh. Wie immer, vielen Dank für euren Support und natürlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!